Unser nächster Referent, den sehe ich schon dort oben auf der Leinwand, das ist Herr Prof. Dr. Martin Stork. Er ist Direktor der Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie am Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Er hat in Köln Medizin studiert und auch dort experimentell gearbeitet. Er ist Mitglied in mehreren wissenschaftlichen Fachgesellschaften, zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin. Für ihn ist die Rauchentwöhnung ein zentrales Thema im Klinikalltag. Durch Vorträge und Seminare ist es ihm wichtig, über dieses Thema zu informieren. Er nahm unter anderem auch an einer öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages darüber teil. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Professor Stork. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich hoffe, Sie können mich hören und auch alles sehen. Ich freue mich, Frau Dr. Pieper, bedanke mich für die Einladung, auch bei den Organisatoren dieses hochkarätigen Meetings, was auch für die klinischen Fächer von hoher Relevanz ist, die sich mit dem Thema Rauchentwöhnung befassen. Dazu gehört natürlich die Gefäßmedizin insgesamt, also nicht nur die Kardiologie. Da wir hier mit einem großen Problem, gesundheitspolitischen Problem befasst sind, würde ich gerne den Schlaglicht so ein bisschen auf die Relevanz und Bedeutung der Rauchentwöhnung richten. Das wurde heute Morgen schon diskutiert. Man muss natürlich eine Risikoabwägung machen und die Frage ist, welche Rolle spielt die E-Zigarette als vorübergehende Ausstiegshilfe oder als Alternative zum Zigarettenrauchen? Dass Zigarettenrauchen einen Schaden auf die Gefäßwand ausübt, ist seit Jahrzehnten bekannt. Das ist übrigens auch den Rauchern bekannt und übrigens auch den erkrankten Rauchern und Infarktpatienten bekannt und trotzdem schaffen sie es nicht aufzuhören. Das mag einerseits mit der Sucht zu tun haben, das nennt man dann kognitive Dissoziation. Das bedeutet, obwohl ich es besser weiß, verhalte ich mich risikobehaftet und zum Teil gesundheitsschädlich und die Kosten des Rauchens sind erheblich. Die in DKFZ-Tabaksatlas veröffentlichten Zahlen müssen auch mal angesprochen werden. Wir geben jährlich 30 Milliarden für direkte Kosten durch Krankheit und Behandlung aus und ich sage mal die doppelte Menge an sekundären Kosten, die durch Krankheit entstehenden wirtschaftlichen Ausfälle, Krankheit, Tod, Arbeitsunfähigkeit und so weiter. Das ist ein großes sozialmedizinisches Problem. Und die Frage ist, wen müssen wir eigentlich schützen? Müssen wir die erkrankten Rauchen schützen oder sollten wir das wirklich nicht unbedingt abwägen gegen die Jugendlichen, die einem Risiko des Einstiegs ausgesetzt sind, wobei es schon mehrfach angesprochen wurde, auch heute, dass dieses Risiko gar nicht mal so hoch ist, weil so wenig Jugendliche rauchen und die wenigen Raucher nicht über die E-Zigarette eingestiegen sind. Wenn man das global betrachtet, gab es hier im Lancet eine Analyse vor kurzem, da ist der Occasional Use von Zigaretten und E-Zigaretten auch mit 0,8% angegeben. Nikotin Delivery Systems, das sind also die Produkte, die Nikotin in den Körper zuführen, ohne dass man dafür Zigaretten braucht. Der tägliche Genuss war durchschnittlich bei 7,5% und somit ist das kein wirklich relevantes Gateway für die Erwachsenen. Aber dieses Thema möchte ich hier nicht aufgreifen, das machen andere viel professioneller. Die Frage ist, wie sind denn die Erfolgsraten bei der Zigarettensuchtentwöhnung bei rauchenden Patienten, also bei PAVK-Patienten, das periphere arterielle Verschlusserkrankung, die wird immer ein bisschen in den Schatten gestellt, neben die koronare Herzerkrankung, obwohl die 5-Jahres-Überlebensrate bei diesen Patienten wirklich so schlecht ist wie bei manchen Tumorarten. Und die Zahl der jährlichen Toten wurde ja schon angesprochen, das sind täglich etwa 300. Also nebenbei im Selbstversuch schaffen das keine 10% und auch das gelegentliche Gespräch, Bettzeit mit dem Patienten, Sie sollten besser aufhören zu rauchen, das funktioniert überhaupt nicht. Und strukturierte Programme, das sind geschätzte Zahlen, liegen da auch in der Größenordnung von 10 bis 25%. Das heißt, wir haben eigentlich kein Erfolgsrezept. Was ist denn das Problem nochmal, was den Schaden angeht? Das wurde heute Morgen ja im allerersten Vortrag auch schon angesprochen. Nikotin ist ein Suchtmittel, Nikotin ist schädlich. Es kann auch schädliche Einflüsse auf die Gefäßwand ausüben im Sinne einer gestörten Gefäßreaktivität, aber das sind häufig kurzfristige und vor allem reversible Vorgänge, während die Schädigungen, die durch Tabakrauch und die entsprechenden Stoffe ausgeübt werden, die sind irreversibel, die führen zum Plaquewachstum mit allen Folgen eines Herzinfarktes und auch sonstigen Komplikationen der peripheren arteriellen Erschlusskrankheit. Und ich zeige Ihnen einmal so ein Bild, wie das aussieht, nur ganz kurz. So sieht ein Fuß aus, der nicht mehr sanierbar ist bei einer peripheren AVK und endet dann häufig in einer Amputation. Sie sehen hier, dass das 110 Pack-Years Zigaretten vorausgegangen sind. Also das ist ein Patient, der wusste, was er tat. Und ich will ihn nicht zu sehr mit schrecklichen Bildern belästigen, aber das ist unser klinischer Alltag. So kommen die Patienten. Und die Frage ist, lohnt sich das überhaupt noch, wenn ein Patient jetzt 70 Jahre alt ist und ein
sogenanntes PAVK Stadium 4. Der Begriff Raucherbein, der ist natürlich ein völliger Fehlbegriff, weil der das Ganze sozusagen verniedlicht. Sie sehen hier eine tolle Studie mit langer Nachbeobachtungszeit, dass selbst wenn zum Zeitpunkt einer Gefäßoperation das Rauchen aufgehört wird, dass dann das amputationsfreie Überleben deutlich besser ist, als wenn man das nicht tut. Das heißt, das Ziel muss bleiben, die Patienten vom Rauchen zu entwöhnen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Also wenn man den Zigarettenrauch erkannt hat als das eigentliche toxische Agens, und das ist eine Größenordnung, die ist 50 Mal schädlicher als die Risiken einer E-Zigarette. Das ist ja schon mehrfach publiziert hier auch aus diesem Hause. Aber Sie sehen doch hier, dass viele Ärzte das falsch einschätzen. Und deswegen sind wir aufgefordert, auch viel mehr Kommunikation in die Öffentlichkeit und in die Ärzte vorzunehmen. Sie sehen hier 80-90% verschiedene Fachrichtungen, darunter Kardiologen, Hausärzte, Gynäkologen, die halten Nikotin tatsächlich für krebserregend. Das ist eine Fehleinschätzung, weil das Nikotin, vielleicht wird Herr Rüther später das noch drastischer formulieren, blumiger als ich das kann, das Nikotin bringt die Patienten nicht um. Das ist eine Sucht, die meistens im jugendlichen Alter entsteht, die per se nicht heilbar ist. Eine Nikotinabhängigkeit ist per se nicht so ohne weiteres heilbar. Das ist ein kompliziertes Vorgehen. Wir wissen aber, dass die Zahl der Patienten, die entwöhnt werden, wenn man E-Zigaretten mit anderen Methoden vergleicht, und da gibt es wenige klinische randomisierte Studien, das ist eine von Hayek, die allen, die in der Klinik arbeiten oder auch sonst vielleicht bekannt ist, dass die Erfolgsrate bei E-Zigaretten hier doppelt so hoch war, was die Rauchentwöhnung nach 52 Wochen angeht, 18 versus 9%. Wobei man natürlich sagen kann, 18% ist immer noch irgendwie enttäuschend, aber es bleibt nun mal dabei, dass das ein Nachweis dafür ist, dass die E-Zigarette zur Rauchentwöhnung ein probates Mittel ist. Und die Frage, die sich immer stellt, ist, sind die denn nicht doch gefährlich, diese Vapors? Und wir haben gerade gehört, wie groß die Vielzahl der Liquids ist und dass man das gar nicht so pauschal beantworten kann. Und auch diese Studien, die vorliegen, die können das nicht ohne weiteres mal schnell klären. Aber eine Sache fand ich interessant, die hier geklärt wurde, ist, welche Rolle der Zigarettenrauch spielt. Wenn man switcht von Zigaretten auf E-Zigaretten mit nikotinhaltigen Flavors und welche ohne. Und Sie sehen, dass in beiden Fällen kein Unterschied ist. Das zeigt in dem Fall, dass der Zigarettenrauch in seiner Toxizität den Effekt des Nikotins deutlich überwiegt. Das heißt, das Nikotin hat zwar eine Wirkung auf das Gefäßsystem, und der nächste Vortrag wird uns wahrscheinlich auch auf molekularer Ebene noch genaueres liefern, aber die gesundheitlichen Risiken, zumindest aus kardiovaskulärer Sicht, sind damit nicht erklärt oder nicht im gleichen Risiko einzuschätzen. Ich will die Diskussion nicht vorwegnehmen. Die Frage, die sich aber trotzdem stellt, mit heutigem Kenntnisstand, ist ein Wechsel auf E-Zigaretten oder Tabakerhitzer, die man da mit in diese Rubrik reintun muss und nicht in die Rubrik Pfeifen, Tabak und Shisha, wie das häufig gemacht wird bei Statistiken, ist ein Wechsel mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko verbunden. Dazu gab es eine große Studie aus den USA, die auch sehr hochrangig publiziert wurde, und ich glaube, Frau Professor Mohns wird morgen über die Qualität dieser ganzen Studien nochmal eine Übersicht geben. Die sind zum Teil natürlich erschütternd. Ich mache es nur kurz. Diese Methode hatte große statistische Probleme und das wurde komplett wieder zurückgezogen. Es wurde hier also die These aufgestellt, dass ein Wechsel auf E-Zigaretten zu einer höheren Infarktrate führt als Weiterrauchen. Und das ist natürlich das Problem, dass ein jahrzehntelanges Zigarettenrauchen natürlich das Infarktrisiko beim Wechsel auf E-Zigaretten nicht einfach verschwinden lässt. Da spricht man von so einem sogenannten Tobacco History Bias, Smoking History Bias. Was bleibt uns also in der heutigen Jetztzeit? Wir können da nicht noch 10 Jahre warten, meine ich. Wir müssen das Prinzip der Harm Reduction genauer uns anschauen. Was meint Harm Reduction? Harm Reduction ist eine Schadstoffminimierung. Das ist so, wenn Sie Abgase beim Auto drosseln, um Umwelt- und Krankheitsschäden zu vermeiden. Wir wollen die Schäden durch fortgesetztes Zigarettenrauchen loswerden. Wir wollen die toxische Exposition der Tabakverbrennung den Patienten vorenthalten und auch präventiv denen, die noch nicht krank sind, vielleicht ersparen. Dazu alternative Produkte verwenden. Die Frage ist die E-Zigarette ein geeignetes Produkt oder nicht? Dazu noch später. Interessant ist nur, das Ziel ist, wir müssen diejenigen Raucher erreichen, die nicht in der Lage sind, selbst mit dem Zigarettenrauchen aufzuhören. Das sind immerhin 80%. Und natürlich müssen wir entsprechende Informationen liefern, dass das Verwenden einer E-Zigarette trotz der Bedenken bei manchen Liquids nicht etwas ist, was jetzt genauso gefährlich ist wie das Weiterrauchen. Das Weiterrauchen ist das Allergefährlichste. Und hier nochmal ein Beispiel, da zitiere ich jetzt das BfR Tabakerhitzer. Da sieht man hier für die Schadstoffe, die hier einzeln untersucht worden sind in der Maschine, die Sie vorhin gesehen haben, die ich mir auch mal selber angeguckt habe kürzlich. Vielen Dank, Frau Pieper, dass ich das sehen durfte, wie doch hier erheblich die
Schadstoffe reduziert sind, nicht auf Null. Niemand sagt, dass das alles gesund ist, aber der Schaden ist deutlich geringer, den man anrichtet, wenn man so einen Wechsel empfiehlt. Es gibt da natürlich die Möglichkeit, die vorhandenen klinischen Studien, das sind doch einige, die es schon gibt, die sind zum Teil auch ausgewertet worden in Reviews, das sind Health Technology Access, ein gutes Journal, 171 Studien immerhin sind verfügbar und die haben gemessen die Effektivität derjenigen Methoden, die zur Rauchentwöhnung geeignet sind. Und die E-Zigarette steht da immer noch an Platz 1, auch in den Cochrane-Reviews. Dann gibt es natürlich medikamentös Nikotinantagonisten, die funktionieren auch. Pflaster, Kaugummi und natürlich Tabletten, Medikamente, Antidepressivum, Amphetamine, die auch in der Lage sind, den akuten Entzug des Nikotins sozusagen zu kompensieren. Aber das Problem ist die dauerhafte Rauchentwöhnung. Sie sehen das hier nochmal in einem Cochrane-Review. Das gilt für uns in der Medizin als der höchste Kenntnisstand, den man erreichen kann. Da werden nur randomisierte Studien verglichen. Da werden natürlich auch andere Studien untersucht, aber hier ein Beispiel von den randomisierten Studien. Und Sie sehen, dass der schwarze in der Forest Plot doch mehr auf der Seite der E-Zigarette ist als auf den anderen Verfahren, über die hier noch nicht gesprochen worden sind, also Nikotinpflaster, Kaugummis und Tabletten, die übrigens auch Nebenwirkungen haben. Das ist nicht so, dass die anderen Verfahren alle völlig nebenwirkungsfrei sind. Und in einem Update des Cochrane Reviews wurde nochmal formuliert, das ist nicht hundertprozentig gesichert, aber zumindest sind E-Zigaretten nicht schlechter als andere Nicotine Replacement Therapies, auch weil sie den Vorteil haben, wenn man das begleitet macht, gecoacht, dass man den Nikotingehalt auch allmählich runterfahren kann. Und das ist natürlich interessant, was der nächste Cochrane Review gibt, denn es werden immer weitere Studien dazu durchgeführt. Bis dahin sind die Fachgesellschaften sich nicht einig, was sie empfehlen sollen. Die pneumologischen Fachgesellschaften, die kardiologischen Gefäßmediziner haben da verschiedene Sichtweisen. Es gibt keine Langzeitdaten und solange es die nicht gibt, sind wir aber trotzdem zum Handeln verpflichtet, weil wir Schaden von Patienten fernhalten wollen. Und hier ist zum Beispiel eine Empfehlung der European Society of Cardiology, die ist gar nicht so alt. Ich weiß nicht, ob die vielleicht schon zurückgezogen haben, aber damals wurde gesagt, die Patienten, die aufhören möchten mit dem Rauchen, sollten weniger schädliche Optionen angeboten bekommen, inklusive auch die E-Zigarette, also nicht ausschließlich, aber selbst das sollte man probieren. Und die E-Zigarette, ich muss das so ansprechen, weil in unserer Community eben häufig gesagt wird, E-Zigaretten sind genauso gefährlich wie normales Weiterrauchen. Und das ist ein absolut nicht haltbares Statement. Und wenn man die E-Zigarette als genauso schädlich bezeichnet, den Patienten das Weiterrauchen überlässt, dann richtet man möglicherweise einen viel, viel größeren Schaden an. Es läuft jetzt eine Studie, die hat die Gefäßgesellschaft West in Dortmund initiiert mit vielen Zentren, Studienleitung Uniklinik Aachen, Psychiatrie. Ich weiß nicht, ob Sie von der schon gehört haben. Die ist vom gemeinsamen Bundesausschuss gefördert. Das sind Patienten, die unter 80 Jahre sind und eine solche periphere arterielle Verschlusserkrankung haben mit den ganzen Risikofaktoren. Und dort wird ein psychologisch-telemedizinisches Beratungskonzept geprüft in Form einer randomisierten Studie. Das ist ein mehrstufiges Raucherentwöhnungsprogramm, was sich dann auch nach den AWMF S3-Leitlinien richtet, die leider zum Teil ihres Scheins schon wieder teilweise veraltet waren und wie gesagt durch den GBA gefördert wird. Da finden also Videosprechstunden statt, zu Beginn 3-mal die Woche. Jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie aufwendig das ist, um jemanden zum Rauchen zu entwöhnen. 3-mal die Woche 30 Minuten, ab der 3. Woche 2-mal 30 Minuten, ab der 9. Woche 1-mal die Woche und dann wird randomisiert in Nikotinersatzpräparate, medikamentös oder Tabakerhitzer, Zigaretten. Insgesamt 43 Videosprechstunden. Und wir hoffen, dass wir von dieser Studie dann mehr Informationen erhalten. Das wird natürlich ein paar Jahre dauern, was die verschiedenen Verfahren anwendet. Aber man muss natürlich dann auch genau festlegen bei dieser E-Zigarettenarm, welche Liquids erlaubt sind und welche nicht. Wir haben ja gehört, dass da noch ungeahnte Interaktionen der Komponenten entstehen. Das fand ich sehr interessant. Und dass bestimmte Stoffe vielleicht doch in einer besseren Regulierung vielleicht kontrolliert werden sollen, wobei ich noch persönlich nicht ganz überzeugt bin, dass Minze jetzt so ein gefährliches Substanz ist, aber das kann ja morgen diskutiert werden. Also was muss gemacht werden? Gefäßpatienten und Risikogruppen müssen effektiv vom Zigarettenrauch entwöhnt werden. Wir sprechen jetzt gar nicht von Patienten mit Lungenerkrankungen, das machen die Nachredner. Diese Smoking History Bias, das sind prospektive Studien zur kardiovaskulären Risikoeinschätzung von E-Zigaretten, sind methodisch anspruchsvoll, weil man eben das schon mitgebrachte Risiko sozusagen bewerten muss. Und das ist statistisch nicht ganz banal. Die Langzeiteffekte dieser neuen Produkte können einfach noch nicht vorliegen und werden immer wieder gefordert. Deswegen muss man da einfach auch vielleicht mal dann eine Studie machen, um dann mal Langzeiteffekte zu erfassen oder Register. Die Cochrane-Analysen zeigen, dass die längsten Studien maximal 2 Jahre Nachbeobachtungszeit haben.
Das ist zwar schon ganz gut, aber noch nicht ausreichend, wobei in diesen Studien schon mal die dauerhafte Entwöhnung vom Zigarettenrauch bei E-Zigaretten zumindest funktioniert hat. Und die schon erwähnte Studie wird uns weitere Daten liefern. Auf jeden Fall dürfen wir nicht die Hände den Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist alles so gefährlich und wir wissen nicht, was wir den Patienten empfehlen sollen. Ich bin ein Befürworter, dass man den Patienten die am wenigsten schädlichste Option anbietet, wenn nicht die Rauchentwöhnung komplett gelingt. Und viele Patienten brauchen das praktisch sofort. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte die Zeit einhalten. Dankeschön.